Wir nähern uns dem Fest der Liebe. Da wäre es doch schön, sein Herz zu öffnen und seine Liebe auch strömen zu lassen. Gelegentlich strömt da aber nichts, sondern holpert und stolpert es nur. Bestenfalls. Aber lieben kann man lernen, wenn man ein paar Dinge dabei beachtet. Lassen Sie mich ein paar kurze Geschichten erzählen, die das erläutern können. Sie werden schnell entdecken, wie sie miteinander zusammenhängen und welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen kann. Friedrich II. Von Hohenstaufen wird ein Experiment zugeschrieben, bei dem mit Kindern nicht gesprochen werden durfte. Man wollte feststellen, welche Sprache sie von Natur aus annehmen würden. Er wollte die Sprachentwicklung bei Kindern beobachten, die keiner Form von verbaler, sprachlicher Beeinflussung ausgesetzt waren. Auf seine Anordnung hin wurden einige Neugeborene ihren Müttern weggenommen und entsprechend instruierten Pflegerinnen übergeben. Füttern, waschen und warmhalten war erlaubt. Ansonsten fand keine zwischenmenschliche Interaktion statt. Jedoch wurde seine Erwartung enttäuscht. Der Nachweis der menschlichen Ursprache misslang. Die Kinder begannen weder Hebräisch noch Griechisch, Lateinisch oder die Sprache ihrer Eltern zu sprechen. Sie sprachen überhaupt keine, denn sie starben ohne menschliche Zuwendung. Ein Dudi-Dudi kann tatsächlich lebensrettend sein. Der amerikanische Psychiater Bruce Perry berichtet von einer Familie, die einen Doppelmörder hervorgebracht hat. Die Eltern kannten sich seit Schultagen. Ihre Familien waren miteinander befreundet und alle lebten im selben Stadtviertel. Der Mutter wurde nachgesagt, nicht die hellste gewesen zu sein. Aber das machte nicht viel aus, denn wenn sie mal Probleme hatte, wurde sie von ihrem sozialen Netz aufgefangen. Das erste Kind wurde also in eine funktionierende Familie hineingeboren und entwickelte sich entsprechend gut. Dann verlor der Vater seine Arbeitsstelle und entschloss sich, nach einigen Monaten der Arbeitslosigkeit eine Stelle in einer anderen Stadt anzunehmen. Nach einer Zeit holte er seine inzwischen erneut schwangere Frau und den ersten Sohn nach. In eine Umgebung, in der es weder Familie noch Freunde gab. Nach der Geburt blieb seine Frau allein zu Hause, ohne Krisenabsicherung. Wurde ihr Neugeborenes unruhig und schrie, wusste sie sich nicht zu helfen, packte sich den älteren Sprössling und ging mit ihm in den Park oder sonst wohin, wo sie sich sicher und ruhig und in Kontrolle fühlte. Das Baby blieb allein zu Haus, ohne menschliche Zuwendung, Berührung, Klänge, Bewegung, Farben und Spiele. Nach einer schwierigen Kindheit, in der er immer wieder auffällig wurde, vergewaltigte der Junge schließlich 2 Mädchen und brachte sie um, als er gerade 13 Jahre alt war. Einem anderen Jungen ging es ganz ähnlich. Der Titelheld von Bruce Perrys Buch »Der Junge, der als Hund gehalten wurde«, verlor kurz nach seiner Geburt seine Eltern und wurde von seiner Großmutter aufgenommen. Diese jedoch starb, als er gerade mal 1 Jahr alt war, und er verblieb in der Obhut ihres Partners, der ganz offensichtlich nicht die geringste Ahnung von Kindern hatte. Dafür aber umso mehr von Hunden, dachte er zumindest. Also sperrte er den Jungen kurzerhand zu seinen anderen Hunden. Als man ihn lange später dort wegholte und mit anderen Gleichaltrigen in die Vorschule brachte, zeigte er große Defizite, was Sprache und sogar sein Gehvermögen anging. Er konnte den Rückstand zu den anderen Kindern zeitverzögert, jedoch weitestgehend einholen. Bessel van der Kolk, Perrys niederländischer Kollege, zeigt in einem Fortbildungsseminar ein experimentelles Video, in dem man einer Mutter mit ihrem Sohn beim Spielen zuschauen kann. Beide sitzen auf dem Boden, der Kleine hat eine Spielzeugfigur in der Hand und es herrscht eine ruhige, vertrauensvolle,
intime Atmosphäre. Beide sind entspannt, interagieren, berühren einander, sprechen oder geben irgendwelche Laute von sich. Bis der Mutter über Kopfhörer die Anweisung gegeben wird, einzufrieren. Von diesem Moment an bewegt sie sich nicht mehr, spricht nicht mehr, schaut nur noch auf einen Fleck auf dem Boden und reagiert auf keine Aktion ihres Kindes. Nach einer kurzen Weile bemerkt der Kleine, dass irgendetwas nicht stimmt und wendet seine Aufmerksamkeit vom Spielzeug ab und nunmehr ganz seiner Mutter zu. Er schubst sie ein bisschen, klettert auf ihren Schoß, rüttelt sie, ruft »Mama, ich bin's!« Doch sie rührt sich nicht. Er fängt an zu weinen. Als der Versuch nach kurzer Zeit abgebrochen wird, entspannt sich die Szene wieder. Der Junge schaut aber immer wieder prüfend nach, ob seine Mutter noch da ist. Das Ganze dauerte vielleicht 2 Minuten. Spuren dieses Ereignisses ließen sich aber noch 6 Monate später anhand des erhöhten Cortisolspiegels des Jungen nachweisen. Cortisol ist ein Stresshormon, das in den Nebennieren produziert wird. Von bleibenden Schäden wurde Gott sei Dank nicht berichtet. Vergleichbares beobachtete man bei Ratten. Je länger und intensiver Rattenmütter ihre Kleinen lecken, desto gesünder werden sie im späteren Leben sein. Vernachlässigte Rattenkinder produzieren mehr Stresshormone wie Cortisol und leiden dadurch an einem beeinträchtigten Immunsystem, was zu einem früheren Tod führen kann. Die Frage, die sich aus diesen Geschichten ergibt, lautet: Gibt es ein Zeitfenster für das Erlernen von Liebe? Die Wissenschaft spricht von sensiblen Phasen, in denen man bestimmte Fähigkeiten erlernen kann, ja muss. Wir wissen ja, dass man seine Muttersprache perfekt lernen kann, während man beim Sprechen später erlernter Sprachen immer wieder Fehler macht und sie mit einem Akzent spricht. Es gibt also einen gewissen Zeitraum, währenddessen man eine Sprache perfekt erlernen kann, während man später sehr wohl noch eine Sprache dazulernen kann, sie in der Regel aber nicht fehlerfrei anzuwenden imstande ist. Auch beim Sehen gibt es kritische Phasen, in denen es erlernt werden muss. Schielende Kinder haben beispielsweise Probleme damit, aus dem Gesehenen ein verstehbares, dreidimensionales Bild im Innern zu formen und abzubilden. Die fehlerhafte Augenkoordination sollte bis zum Alter von 7 korrigiert sein. Danach ist die Fähigkeit zu dreidimensionalem Sehen für immer verloren. Seit dieser Entdeckung gelang es Forschern, immer weitere kritische Entwicklungsphasen zu identifizieren. Meine These lautet also: Die Erfahrung von Liebe ist im frühesten Alter am wichtigsten. Die Liebe zu Beginn des Lebens baut eine Basis für das ganze weitere Leben auf. Je später man einen Mangel erfährt, desto geringer die Auswirkung. Vergleicht man das Wachstumsmuster des Körpers mit dem des Gehirns, sehen wir ganz unterschiedlich verlaufende Phasen beschleunigten Wachstums. Das Gehirn wächst am schnellsten innerhalb der ersten 3 Jahre. In dieser Zeit werden alle wichtigen Verschaltungen, sprich Synapsen, angelegt, die uns durch den Rest unseres Lebens hindurch dirigieren. Ich glaube, es ist nicht allzu weit hergeholt zu vermuten, dass in diesen 3 Jahren auch die Grundlagen für die Fähigkeit, Liebe zu empfinden und Beziehungen zu knüpfen und zu führen, angelegt werden. Das entspräche auch dem Zeitraum, in dem das limbische System angelegt wird, der Teil des Gehirns, in dem Gefühle reguliert werden. Denken wir an den Jungen, der wie ein Hund gehalten wurde, dann sehen wir eine stabile Beziehung zu seiner Oma im ersten Lebensjahr, die ihn vielleicht davor bewahrt hat, einen ähnlichen Weg zu gehen wie der von Beginn an vernachlässigte,
der später zum Mörder wurde. Doch wie stärkt man einen Erwachsenen, der seine hoffentlich weniger krassen Defizite schon vor Jahren, vielleicht Jahrzehnten erworben hat? Kann es gelingen, die Sprache der Liebe sozusagen noch später sprechen zu lernen, wenn das vermutete Zeitfenster ihres Erlernens schon geschlossen ist? Meine persönliche Antwort heißt ja. Vielleicht nicht ganz akzentfrei, aber als jemand, der seinen deutschen Akzent mit ins Holländische rübergenommen hat, habe ich erfahren, dass einem manches verziehen wird. Besser mit Akzent als gar nicht sprechen. In der Hypnotherapie schicken wir Menschen manchmal zurück in schicksalsbestimmende Augenblicke ihres Lebens, quasi die kritischen Entwicklungsphasen, um dort fehlende Elemente noch im Nachhinein hinzuzufügen. Altersregressionstechniken dienen dazu, eine Reise in die Vergangenheit anzutreten. Dissoziationstechniken helfen dabei, nicht in den Sog der damaligen Gefühle zu geraten. Wir wollen ja nicht, dass er oder sie seine mögliche Überwältigungserfahrung wiederholt. Stattdessen sollen sie eine neue Erfahrung hinzufügen, die die alte neutralisiert. Wir trennen die Gefühle des Zeitreisenden von denen seines ursprünglichen Ichs, sodass er ruhig und vertrauensvoll mit der jüngeren Ausgabe seiner selbst kommunizieren kann, statt sich mit den damaligen Gefühlen gleichsam zu reinfizieren. Wir üben es anhand vorgestellter realer Situationen. Jetzt bist du erwachsen. Wenn du dein tatsächliches Kind weinen siehst, dann kannst du hingehen, es in den Arm nehmen, es trösten, es ablenken, ihm zeigen, es ist nicht allein, es ist jemand da, der es liebt und ihm hilft. Ja, das kriege ich hin. Dann tu dasselbe für das Kind, das du einmal selbst warst. Frag es, was es braucht. Frag es, wie du ihm helfen kannst. Doch bleibe bei dir. Bemerke die Gefühle deines inneren Kindes zwar, aber übernimm sie nicht. Oft sind das ganz banale Dinge. Einfach Dasein gehört zu den wichtigsten. Dinge vereinfachend erklären, die das Kind sonst nicht verstehen kann. Ihm zeigen, dass dies nur vorübergehend ist. Und schau mich an, mich gibt's immer noch, ich hab's überlebt. Und du kannst das auch. Das Ganze findet in der Fantasie statt. Eine tatsächliche Zeitreise ist ja leider nicht möglich. Und es ist eine Form von Selbstgespräch. Eines, das aber ganz anders abläuft, als man es gewöhnt ist. Keine Herabsetzung, keine Beschuldigung, keine Selbstdemütigung, wie unsere Gedanken das so gerne tun. Das hält uns nur in den gewohnten Mustern fest. Eigentlich sollte ich ja jetzt bla bla bla. Mann, ich bin doch jetzt erwachsen und verhalte mich immer noch so und so. Warum kriege ich den Mund einfach nicht auf, um jemandem zu sagen, dass ich ihn mag? Vergessen Sie es. Dadurch, dass man sich Vorwürfe macht, löst man keine Probleme. Man studiert sie nur ein, um sie später schneller wiederholen zu können. Dadurch, sich seiner selbst liebevoll anzunähern und zu beginnen, sich zu verstehen und dafür zu sorgen, dass man alles Lebensnotwendige erhält, kommt man einer Problemlösung schon viel näher. Diese Lektion sollten einem eigentlich die realen Erwachsenen in der realen Kindheit beibringen. Sie sollten da sein, wenn man sie braucht, und nicht mit dem Geschwisterchen in den Park spazieren gehen, bis ich vor Erschöpfung aufgehört habe zu weinen. Das ist ein Prozess, der im Nachhinein nicht von jetzt auf gleich zu bewältigen ist. Aber das heißt nicht, dass er überhaupt nicht zu bewältigen ist. Hilfe bieten die folgenden Blüten. Zunächst einmal echtes Springkraut.
Die Blüte für alle, die sich nicht gut genug fühlen, die sich die Schuld an allem geben, die erschreckt auf Sympathiekundgebungen und Annäherungsversuche reagieren, positiven Feedback mit Misstrauen begegnen und immer argwöhnen, ausgenutzt zu werden. Ein nettes Wort, eine liebevolle Geste, eine kleine Aufmerksamkeit. Was will der jetzt von mir? Ein so innerlich erzwungenes Danke statt eines, das von Herzen kommt. Eine vorgetäuschte Freude und gleichzeitig die Furcht, bedrängt, bedroht und betrogen zu werden. Diese Leute haben Angst vor der Liebe. Sie ist etwas Unbekanntes, mit dem sie nicht umgehen können. Sie verunsichert sie, stresst sie und löst den Reflex, wegzulaufen aus. Genau wie Freude und Geselligkeit übrigens auch. Sie glauben, das gibt's nicht? Sie glücklicher. Dann gehören sie nicht dazu. Dann brauchen sie auch echtes Springkraut nicht. Andere können mit echtem Springkraut ihr inneres Kind ansprechen und es innerlich selbst die positiven Gefühle entwickeln lassen. Ansonsten könnte ihnen vielleicht Trust etwas eher helfen. Trust ist der Name einer Orchidee, die ebenfalls wie echtes Springkraut am Urvertrauen arbeitet, allerdings auf einer etwas höheren Ebene, mehr im spirituellen, denn im emotionalen Bereich. Das macht sie geeignet für jene, die Zuflucht zum Verstand nehmen, wenn es doch darum geht, loszulassen. Sie brauchen Gewissheit und Kontrolle und klammern sich an Skepsis. Doch wie einsam ist das Leben für jene, die nicht vertrauen können. Ihnen kann Trust zum Durchbruch verhelfen. Denn Trust lehrt den Wert der Verletzlichkeit. Nur wer sich traut, verletzlich zu sein, kann auch von anderen berührt werden und aus seiner Einsamkeit befreit. Love ist eine weitere Orchideenessenz. Eine, die den Quell der Liebe in sich selbst ansteuern lässt. Wenn man glaubt, Liebe im Äußeren finden zu müssen und nur glücklich werden zu können, wenn man von jemandem geliebt wird und man sein Glück davon abhängig macht, dann hat man vielleicht einen blinden Fleck für die einem selbst innewohnende Kraft der Liebe. Denn Liebe ist etwas Aktives, nichts, das einen überfällt. Wer selbst lieben kann, der wird auch geliebt. Früher oder später. Mit der Selbstsicherheit, die Trust bietet, findet man die Geduld zu lieben und eine Kraft, die durch Love Orchidee erweckt wird. Und das ohne sofortige Gratifikation zu erwarten, ja, ohne überhaupt etwas zu erwarten. Es kommt darauf an, selbst zu lieben, und man liebt, weil man es liebt, zu lieben. Das verleiht einem die Ausstrahlung, die die richtigen Menschen schon anziehen wird. Und sollten noch alte Narben jucken, die Vernachlässigung, Abweisung oder gar Liebesentzug als Bestrafung in einem verursacht haben, dann können wir zur Weihnachtsblüte greifen, dem Stern von Bethlehem, Star of Bethlehem, der Bachblüte, die unsere Verletzungen heilt. Alles Gute, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis dann, machen Sie es gut und herzliche Grüße.